Abstand. Jeder hat andere Gründe für eine so lange Reise. Bei mir war es Abstand. Abstand vom lauten Großstadtleben, von der täglichen Arbeit und von der Gesellschaft, den vielen Menschen. Doch anstatt mich von der Gesellschaft zu entfernen, lernte ich sie neu kennen. Trail Angels werden sie genannt. Sie opfern ihre Freizeit, ihr Geld, um uns Wanderern ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Man ist geradezu überwältigt von der Hilfsbereitschaft von völlig fremden Menschen. Sie geben dir immer etwas, an Tagen, wo du es am meisten brauchst. Es ist schon verrückt. Manchmal braucht man halt eine sehr lange Wanderung in der weiten Einsamkeit der Natur, um das Beste an der Gesellschaft zu erkennen. Stars that shine the way for me, show the one that I have followed to see how far I've come. The sun that slowly sets on me, be the same to rise tomorrow to see how far I've come. The only point of clocks and maps, the only point of looking back is to see how far we've come. The sun that slowly sets on me, be the same to rise tomorrow to see how far I've come. Nach den ersten Wochen stellte sich langsam mein Rhythmus ein. Die vielen gelaufenen Kilometer fühlten sich natürlich an. Alles befand sich im Fluss und auf einmal ergab alles einen Sinn. Zu meiner Freude würde ich heute Abend Reinhardshagen erreichen, wo schon ein lieber Trail Angel auf mich wartet. Kiss the smaller, my back, my neck, I'm falling, kinda clumsy, the people who love me. Hier am Ende des Weser-Berglandweges erblickte ich auf dem NST zum ersten Mal ein Bild, an das sich zukünftige Wanderer gewöhnen sollten. Ein von Menschen verursachtes Problem. Durch Monokulturen und dem Klimawandel. Die Zerstörung ganzer Landstriche durch den Borkenkäfer. Thought this was a cure, thought now I was fine. Tried every drug once to stay high. Thought you were the one, and I was fine. I was wrong, I'm always wrong. Stay pretending this ego needs defending. Try to be myself and end up someone else. More often than I can hardly grasp a thought. Heading nowhere, know when I get there. Besuch bei den Ältesten. Im Urwald Saberburg stehen bis zu 1000-jährige Eichen. Was für Geschichten sie doch erzählen könnten. Ein unfassbares Kleinod
mitten im sagenumwobenen Reinhardswald. Die Saberburg. Sie soll den Gebrüdern Grimm als Vorlage für das Märchen Dornröschen gedient haben. Oder die Sage vom Riesen Kraku und seinen 3 Töchtern, Brahma, Saber und Trendula. Die Geschichte ist eine wilde Melange aus Intrigen, Riesen, heidnischen Göttern, Burgen und Schlössern. Einmal mehr wird mir bewusst, wie kann man dieses Land mit seinem kulturellen Schatz und seiner unglaublichen Vielfalt nicht lieben. Ja, meine lieben Freunde, jetzt die Überraschung. Das hier ist die Iris. Und zwar, die Liebe hat mir hier diese Ferienwohnung für 3 Tage zur Verfügung gestellt. Mit Dusche, mit allem drum und dran, sogar den Kühlschrank gefüllt. Das ist so furchtbar nett. Und das Beste ist, ich bekomme sogar noch einen Shuttle-Service. Das heißt, die nächsten 2 Tage muss ich mir keine Sorgen machen. Also, vielen, vielen lieben Dank. Gern geschehen. Solche verrückten Leute muss man ja immer unterstützen. Super. Und wer aus Düsseldorf kommt sowieso. Ach ja, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Das ist natürlich eine echte Düsseldorfer Mädchen. So. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt hier mein Domizil für die nächsten 3 Tage. Voll lieb von der Iris, mir das hier zur Verfügung zu stellen. Voll der Hammer. Hier so ein kleiner Esstisch. Hier habe ich mir schon richtig Hiker-Trash-mäßig ausgebreitet. Und hier ein richtiges Bett. Voll klasse. Und ein schöner Balkon ist auch dabei. Super, oder? Ja, ihr Lieben, hier bei Reinhardshagen kommt jetzt wieder mal eine wichtige Marke. Und zwar 1200 Kilometer auf dem NST. Jetzt komme ich dem Halfway Point wirklich so langsam näher. Auf geht's. 1200 Kilometer. Yes! Was für ein herrlicher Morgen. Reinhardshagen. Werde ich so schnell nicht vergessen. More often I can hardly grasp a thought, heading nowhere, knowing I get there. Thought this was the cure, thought now I was fine. Tried every drug once to stay high. Thought you were the one, and I was fine. I was wrong, I'm always wrong. Das hier ist der Trailhead, der sogenannte Weserstein. Das ist das Ende oder der Anfang des Weges, je nachdem, in welche Richtung ihr laufen wollt. Und wie ihr hier schön lesen könnt, hier fließen die Werra und die Fulda, in dessen Quelle ich übrigens auch schon war, zusammen. Und ab hier heißt der Fluss Weser. Ein sehr schönes Fleckchen auch, auf so einer Halbinsel gelegen. Wirklich sehr schön. Ja, meine Lieben, ich bin auf einem Verbindungsweg, der mich zum Hessenweg 4 und 6 führt, der wiederum in die Sauerland-Waldroute übergeht und endet dann in Brilon. Da muss ich ja hin. Und diesen Übergangsweg habe ich mir zusammengestellt in Basecamp. Und da sieht man die Wege ja nicht. Und man denkt, ja, hier cooler Weg, gehe ich da und da lang. Und jetzt schaut euch das mal an. Das sind richtig zugewachsene Wege.
Ich musste den Einstieg wirklich suchen, aber man kann noch erkennen, dass das früher auf jeden Fall mal ein Weg war. Aber hier ist wahrscheinlich jahrelang keiner mehr vorbeigestapft. Und ja, auch das ist der NST halt. Verwunschene, zugewilderte Wege. Gefällt mir ganz gut, aber ich muss mich jetzt erstmal irgendwie hier durchkämpfen. Ja, ihr Lieben, seit ich den Weser-Berglandweg verlassen habe, überall das gleiche Bild. Also hier hat der Borkenkäfer wirklich ganze Arbeit geleistet. Das ist heute körperlich, aber auch mental mit einer der härtesten Tage. Ich habe mir, wie gesagt, so einen Zugangsweg, Verbindungsweg rausgesucht. Bis zum Hessenweg werde ich es heute nicht schaffen, weil ich den ganzen Tag, hier, das ist zum Beispiel jetzt gerade hier mein Weg, man kann es kaum noch Weg nennen. Und das ist so kräftezehrend. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin jetzt auf der Hessenroute 6 und wie ihr sehen könnt, das Bild hat sich ein bisschen gewandelt, wunderbar. Es hat die Nacht jetzt auch so ein bisschen geregnet, es fisselt noch so ganz, ganz leicht. Das ist jetzt alles schön, vom Klima her schön feucht, schön saftig. Also nicht mehr so trocken und düster wie gestern. Ich hoffe, das bleibt so. So ihr Lieben, das hier ist mein Frühstücksplätzchen. Der Kaffee ist schon fertig. Und das hier ist wohl eine Spezialität hier aus Hessen, Ahlewurst. Würde man bei uns übersetzen mit alter Wurst. Keine Ahnung, so eine Art Mettwurst ist das. Sehr lecker. Ja, und hier mache ich es mir jetzt gemütlich. Meine etwas melancholische Stimmung passte an diesem Tag wunderbar zu dem eher tristen und farblosen Wetter. Denn heute würde mich mein Trail Angel zum letzten Mal vom NST abholen. Das bedeutete für mich eine letzte Nacht in Reinhardshagen und in einem richtigen Bett schlafen. Ach Kinders, das war so schön, mal 3 Tage in einem richtigen Bett zu schlafen, mit allem drum und dran, herrlich. Also das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen auf dieser Tour. Das war sehr schön. So, ich bin frisch geduscht, ich habe richtig gut gegessen, ich habe ganz leicht ein Sitzen. Ja, ich bin in Hiker Heaven.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schaut euch das mal an, das Wetterchen und hier, soweit das Auge reicht, sattes Grün. Wunderbar. Ja, ich laufe jetzt hier so die letzten paar Kilometer in Hessen. Ich denke mal, spätestens Anfang nächster Woche werde ich Hessen schon wieder verlassen haben. Schade eigentlich, aber so ist das nun mal. In meinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen werde ich auch nicht so lange sein. Ja, ich muss mich auf jeden Fall nochmal bei der Iris bedanken, dass sie mir 3 Tage diese Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Ich habe mich wirklich wie zu Hause gefühlt. Das war so eine nette Aktion. Allein schon die Fahrerei, das war ja schon eine ganz schöne Entfernung, weil ich auch ein bisschen marschiert bin. Ne? Also nochmal vielen Dank und allein schon deswegen werde ich Hessen immer in guter Erinnerung behalten. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. So, das war hier, erstmal stelle ich euch den jungen Mann vor. Das ist hier der Yoshi, auch von den Pinguinen. Der begleitet mich heute auch noch ein Stück. Das war hier sein Nachtlager. Und ihr schaut euch mal an, wo wir sind. Wirklich ein abgefahrener Pennplatz hier. Das nennt sich Mäuseturm, ist ein bisschen außerhalb von Marsberg. Und dieser Turm diente wohl auch so zur Beobachtung der Stadt. Wahnsinn, wir kamen hier im Dunkeln mehr oder weniger an und der Turm war sogar offen. Also wie ihr sehen könnt, super genialer Pennplatz. Sowas findet man nicht alle Tage. Und da hinten sieht man auch Marsberg. Da endet übrigens auch da enden die Hermannshöhen, also der Hermannsweg und der Eggeweg. Da war ich ja schon mal vor ein paar Jahren. Ja, wir kochen uns erstmal hier einen Kaffee, machen ein bisschen Frühstück und dann gehen wir weiter. Was auch sonst. Zufrieden? Ja, besser geht's nicht. Mäuseturm? Ja, hier am Mäuseturm ist direkt die nächste Marke. Und zwar, wie ihr sehen könnt, 1300 Kilometer auf dem NST. Also sind es ab hier nur noch 2082 Kilometer. Bald verschwindet sogar die böse große 2 davor.
Ja, ich gehe die letzten 20, 22 Kilometer jetzt hier auf der Sauerland-Waldroute, die mir bis jetzt sehr gut gefallen hat, zur Stadt Brilon. Das ist auch gleichzeitig dann der Trailhead des Rothaarsteigs, den ich auch noch überhaupt nicht kenne, freue ich mich total drauf. Aber den beginne ich dann erst morgen. Ich lasse das heute mal ein bisschen locker ausklingen. Ich habe auch heute jemanden, wo ich privat übernachten kann, das ist schon mal sehr gut. Und dann gucke ich mir noch ein bisschen die Stadt Brilon an und dann geht es morgen auf dem Rothaarsteig los. Ja, mit der Stadt Brilon verbinde ich auf jeden Fall noch persönlich was sehr Wichtiges, vielleicht sogar einen kleinen Skandal. Aber das erzähle ich euch dann, wenn wir vor Ort sind. Ja, was ich auch sehr schön fand an der Woche, war nicht nur meine Ferienwohnung, sondern an den letzten beiden Tagen hatte ich noch eine Begleitung, und zwar der Yoshi. Ja, so ein gemütlicher Buschcrafter, sag ich mal, also der auf jeden Fall eher im Bushcrafting zu Hause war, als jetzt im Ultraleichtwandern oder im Fernwandern. War eine sehr entspannte Tour mit ihm und wir hatten eine Bombenübernachtung an diesem Turm, an diesem Mäuseturm. Das sind so Sachen, da werde ich mich mein Leben lang dran erinnern, wenn ich an diese Tour denke, auf jeden Fall an solche Spots. Ne? Das ist so, er war erst so ein bisschen am Hadern, ja, soll ich da oben schlafen? Er wollte sein Zelt erst da unten aufbauen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ey, wie geil ist das denn? Lass uns hier oben auf dem Turm pennen. Es ist total windstill, es war warm und er hat sich dann breitschlagen lassen und er hat es nicht bereut. Obwohl ich sagen muss, ich wollte am Anfang nicht zu diesem Turm hin. Also haben wir uns richtig gut ergänzt. Nein, war eine nette Kerl. Ich grüße dich auch nochmal, Level Jung. Ne? Halt die Ohren steif. Ich bin richtig gut drauf und ja, ich freue mich jetzt auf den weiteren Tag. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben das schöne Hessen verlassen und betreten jetzt mein Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen. Dort bleiben wir auch nicht so lange, aber tatsächlich 4 Bundesländer habe ich im Sack. Okay, das 5. Los geht's. 5 noch, 5 noch. So ihr Lieben, ich bin hier am Trailhead des Rothaarsteigs und das ist wirklich mal ein Trailhead der schöneren Art. Wie ihr sehen könnt, da oben schön das Symbol vom Rothaarsteig, das liegende R. Und das ist wirklich mal hier, muss ich sagen, schon ein bisschen schöner als so eine ömmelige Litfaßsäule oder so ein Kram. Ja, ich freue mich auf einen neuen Weg, ein neues Wegzeichen und der Rothaarsteig ist, glaube ich, so um die 193 Kilometer lang und ich würde sagen, los geht's, packen wir's. Ja, ihr Lieben, ihr denkt euch bestimmt jetzt, was steht der Idiot hier auf so einem Feld rum und was ist das für eine Kiste da im Hintergrund? Das ist tatsächlich das städtische Krankenhaus hier in Brilon und es ist Zeit für spektakuläre Enthüllungen hier auf Soul Trails. Eine Sache, die ich als Düsseldorfer eigentlich, also als echte Düsseldorfer Jung, nicht gerne erzähle.
weil ich bin tatsächlich 1968, jetzt bist du auch, was für ein alter Sack ich bin, hier in diesem Krankenhaus geboren. War allerdings nur für circa 2 Wochen hier, aber es ist ein kleiner Schönheitsfleck in meinem Personalausweis. Also es steht wirklich nicht Geburtsort Düsseldorf, sondern leider, was heißt leider? Ich bin Sauerländer, ich bin einer von euch. So, jetzt habe ich es mal gesagt. Aber wo ich gerade bei Enthüllungen bin, es gibt noch was sehr Schlimmes. Mein Opa war zum Beispiel ein echter Kölsche Jung. So, jetzt könnt ihr loslegen. So, genug Enthüllungen und Skandale. Wir gehen jetzt einfach mal weiter auf dem Rottersteig. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss ein bisschen flüstern, weil, schaut mal, wo ich geschlafen habe.
Das ist hier so ein mega geniales Hüttendorf und da schläft wohl noch ein Pärchen und die möchte ich jetzt nicht wach machen. Habe ich gestern Abend kennengelernt, super nett. Ja, ich bin jetzt ungefähr 4 Kilometer vor Winterberg. Also ich bin gestern 38 Kilometer marschiert, weil ich genau zu diesem Hüttendorf kommen wollte. Ich habe das vorher im Internet mir markiert und das ist so ein super genialer Pennplatz. Also richtig klasse. Und dass ich hier noch ein Pärchen kennengelernt habe, also auch Wanderer, die den Rothaarsteig wandern, ist natürlich nochmal ein Bonus. Ja, kann man trinken. Settle down, safe and sound. Oh, the fire is burning here tonight. All is right. I am with you, darling. You and I. You and I. Oh, when I'm with you, I am home. You where I belong. The place where it all started. This is where I'm wanted. Home is where the heart is. Ja, meine Lieben, ich bin hier auf den Kahlen Asten. Das ist der zweithöchste Berg in Nordrhein-Westfalen. Zum Wetter sage ich mal wieder nichts. Ja, und ich mache mir hier jetzt so ein kleines Frühstück. Oder ein zweites Frühstück. Ich hatte ja schon heiße Schokolade und nice. Ja, hier Frühstück Kahlen Asten-Style. Bisschen Speck haue ich mir rein. Das ist noch eine leckere, hausgemachte Wildschweinwurst. Die habe ich als Trail Magic bekommen am Montag von jemandem, der ein Stück mitgegangen ist. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, so ein paar Eier habe ich, ein paar Brötchen. Wunderbar. So kann man es aushalten. Regel Nummer 5. Vermeide unrealistische Erwartungen. Es ist einfach, einen Thru-Hike im Vorfeld zu romantisieren, wenn man zu Hause auf der warmen Couch oder am PC sitzt. Aber draußen, auf dem Trail, weht ein anderer Wind. Eine Durchwanderung erfordert monatelange harte Arbeit. Es wird nicht alles aufregend sein und nicht jede Naturlandschaft ist wunderschön und atemberaubend. Erwarte also keinen Spaziergang. Doch sei dir gewiss, am Ende bekommst du mehr, als du erwartet hast. Und alles wird sich fügen. Man sagt, auf das Wetter bezogen, dass man auf seinem gesamten Thru-Hike gerade mal 20 absolut perfekte Tage bekommt.
Dieser Tag war einer davon. Das Licht, die Atmosphäre, die Gerüche, das Leben. Settle down, safe and sound. Oh, the fire is burning here tonight. All is right. I am with you, darling. You and I. You and I. Oh, when I'm with you, I am home. You where I belong. The place where it all started. This is where I'm wanted. Home is where the heart is. So ihr Lieben, es gibt mal wieder was zu feiern auf Soul Trails. Wie soll es anders sein? Und wenn die Kamera sich zu Boden neigt, wisst ihr schon, um was es sich handelt. Tatsächlich 1400 Kilometer sind gelaufen auf dem NST. Und das bedeutet wiederum, es sind nur noch 1982 Kilometer bis zum Haldenwanger Eck. Unfassbar, die furchteinflößende 2 ist damit Geschichte. Ich packe es gar nicht. Es ist Wahnsinn. Come and go, always know home is here forever. Highs and lows, the unknowns, we will stand together, you and I. You and I. Oh, when I'm with you, I am home. You are where I belong. The place where it all started. This is where I'm wanted. Home is where the heart is. Home is where the heart is. Home is where the heart is. Manche Momente treffen einen unerwartet und wie ein Hammerschlag. Hier auf dem Gillerbergturm realisierte ich, wie nah ich schon meiner Heimat gekommen bin. Das Siebengebirge, nur 70 Kilometer Luftlinie trennten uns. Und nicht nur das, ich konnte es bereits sehen. Für mich als Rheinländer ein unbeschreiblicher emotionaler Augenblick. Man sagt, Heimat ist da, wo das Herz zu Hause ist. Hallo Nord-Süd-Trail. Hallo Rheinland. Ich komme nach Hause.